Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, wir sind bei Subway. Wir sind beim einzigen Subway All You Can Eat für 10 € in ganz Deutschland. Warum wir wieder hier sind, was die Challenge wird, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Let's go. Und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem neuen Video. Wir sind zurück an dem Ort, an dem legendären Ort, wo wir einmal einen Lifetime-Pass bei Subway erkämpft haben. Und zwar in Oberhausen beim einzigen All-You-Can-Eat Subway in ganz Deutschland. Ich komme immer noch nicht bis heute drauf klar, wenn ich hier wieder rausgehe und sage, man kann hier für 10 € so viele Subway-Subs wie möglich essen, jeden Samstag von 14 bis 20 Uhr. Die All-You-Can-Eat-Regeln sind auch hier wieder einmal vorgelegt, gilt für mindestens ein 15 cm Sub. Ausgeschlossen sind natürlich Wraps und Salate, auch natürlich Cookies. Es sei denn, man knackt den Rekord. Mein Rekord hier liegt immer noch, ich habe nachgefragt, bei 12 Subway-Subs. Und wenn man das schafft, bekommt man auch 12 Cookies on top. Und da sind wir schon beim Stichwort, denn es geht heute um Folgendes. Und ihr seht, wenn diese Cappy aufgesetzt wird, heißt es wieder nur eins, es wird süß, es wird wieder etwas anders als sonst. Das Cookie Monster ist zurück, denn mit der lieben Siem im vergangenen Video, schaut es euch an, haben wir uns so gut verstanden. Sie hat gesagt, sie kann uns, ich sag mal, ein meterlanges Subway-Sub noch machen, aber auch einen XXL-Cookie. Und den machen wir heute. Siem suchen wir jetzt auf. Ich glaube, sie ist schon dabei und wir kreieren zusammen und versuchen den größten Subway-Cookie mindestens in ganz Deutschland, vielleicht sogar als Weltrekord. Das gehen wir heute an. Let's go. Und damit haben wir die liebe Siem wieder parat, ne? Ich glaube, die Leute haben dich richtig krass gefeiert letztes Mal. Das hoffe ich doch. So wie ich, weil du einfach so sympathisch bist. Du auch. Ich mag dich Oh, richtig sehr. Ich mag dich. Ich freue mich heute auf dich. Das freut mich. Total, seit ein paar Tagen. Sind wirklich schon ein paar Leute da, ne, von dir, die das sich jetzt auch anschauen wollen. Und ich habe heute zu meinem Kamerateam und Management schon gesagt, ich freue mich heute nicht nur auf Cookie, sondern auch auf dich. Das freut Ne? mich, ja. Aber dann kommen wir zum Wesentlichen. Erzähl. Du hast was vorbereitet. Ja. Was hast du? So, ich habe für dich den größten Cookie aller Zeiten. Ja. Ich habe die Macadamia, das Ja. ist die beliebteste Cookie was aller Zeiten. Ist immer noch bei Subway, ne? Ist immer bei Subway seit langer Zeit. Ich habe Chocolate Chunk. Ja. Chocolate Chunk ist auch der zweite beliebteste. Das sind die hier, ne? Das sind die hier. Wie viel sind da drin? Sind 30 Stück. 30 Stück gemacht? 30 kleine Stücke. Hast du die Macadamia auch 30 Stück. Also 30 Cookies. 30 Ne? Cookies. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. 30 Subway-Cookies. Ich weiß ja nicht, wer von euch mal die gegessen hat oder wie viele. Aber ich glaube, die meisten essen 1, 2, 3. 2, maximal 3 Stücke, dann machen sie satt, weil sie sind richtig dick. Die mächtig, sie ne? sind, ja, da 3 Stück, ich als Frau, also und 2 schaffe ich nicht mehr, weil es richtig. Ich glaube, letztes Mal habe ich 12 gegessen. Ne? Ja, das hast du. Ja. Das hat er. Also heute mal 30. Ja, war man mal dreifach, ne? 30 oder mehr. Schauen wir mal. Ah, ja. okay. Hast du schon mal ausprobiert, was geht? Das geht. Okay. Ja. Ah, geht wirklich? Geht wirklich, ja. Okay. Ja. Welchen willst du machen oder machst du mehrere oder wie läuft das? Ich will, dass du Macadamia probierst. Ja. Aber ich möchte auch gerne auch dazu den Chocolate Chunk probierst. Weil sie sind so die 2 beliebtesten aller Zeiten. Ja. Ich möchte, dass du gerne beide probierst. Als eine riesen Cookie. Ah, okay, ich wollte schon gerade fragen, ob das jetzt so einer wird von einem jeder oder meinst du, wir kriegen das hin, dass die zusammen werden? Du weißt ganz genau, dass ich liebe Herausforderungen. Ich auch. Und wenn du sagst, du willst beide auf eine, dann kriegst du 2 Sorten in eine riesen Cookie. Ja, geht das? Du bist bei Siem. Genau deswegen mag ich Du bist dich. bei Siem, deswegen Also ich sag mal, passt alles. Ich sag mal, da vertraue ich dir. Ja. Mach, was du schaffst. Lass dich Mach, was überraschen. du meinst. Eine Kombination aus den beiden beliebtesten Subway-Cookies, Ja. Chocolate Chunk und Macadamia. Ich glaube, die haben mir auch letztes Mal beide geschmeckt. Ja. Sag mal, bis zu 60 Cookies, auf die wir jetzt kommen. Hau rein, was du kannst. Mach so groß wie möglich. Ich mache groß wie möglich. Und dann bin ich mal gespannt, worauf wir uns ich auch. einlassen. Ich auch. Und wir sind noch nicht fertig. Hey. Aktion Cookie. Ja, Das ist Raspberry Cheesecake. ja. Ich war vor 2 Jahren ungefähr, war so beliebt und die Nachfrage war zu groß. Okay. Dass die Subway das nochmal holen muss. Alles neu jetzt. Eine Aktion. Aktion sogar. Eine Aktion Cookie. Also wird das unser Nachtisch heute. Das wird euer Nachtisch heute. Also, Deiner Nachtisch heute. Also Leute, ihr habt es gehört, damit haben wir schon mal unsere Hauptspeise, den Chocolate Ja. Chunk und Macadamia Keks als XXL und als Nachtisch nochmal so einen kleinen Aktions-Raspberry Cheesecake, der auch nochmal ein XXL, aber auch nochmal, ne? Ja. Okay, also, damit lassen wir uns darauf ein, Siem. Ich bin richtig. Ich freue mich richtig drauf gespannt. und Leute, wir legen los. Weltrekord, Deutschlandrekord, auf jeden Fall irgendeinen Rekord wird es geben von Subway mit XXL Cookie. Nicht nur die Kombination, sondern auch Größe. Wir legen los. Ja, Ne? wir legen los.
Sag Hallo zu meinem Lieblingscookie. Ich sag Hallo zu meinem Lieblingscookie, ey. Ach du Scheiße. Halleluja. Ja, das kannst du laut sagen. Das kann ich laut sagen. Ja. Ich glaube, damit haben wir es wirklich geschafft. Ja, Den größten Subway-Cookie, zumindest in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. weltweit zu Hoffe schaffen. ich. Ja. Wie ich sehe, du hast es auch wirklich geschafft. Hälfte aus Macadamia, Hälfte aus dem Chocolate Chunk. Ja, Ne? du weißt, ich liebe Challenges und Herausforderungen und das ist mir wie auf dem Herzen gekommen, wie du das gesagt hast. Man riecht, er ist frisch Ja. gemacht, er ist noch Ja. schön warm, Ist noch meine warm. Lieben. Boah, Wahnsinn, ne? Ja. Dein Lieblings ist Macadamia, ne? Du sagst ja auch von den meisten, oder? Ja. Ja. Der Macadamia ist einmalig. Ja. Das ist ein muss jeder probieren bei Subway. Also ich bin echt Ja. gespannt, was jetzt mein Lieblings ist. Jetzt, ich sag mal, auch frisch und in der XXL-Variante. Ja. Wir haben jetzt hier 30 von den Macadamia, Ja, 30 Chocolate und 30 Chunk. Chocolate Chunk, Und ja. nachher haben wir sogar noch, ich sag mal, einen XXL, nochmal den gleichen mit dem Monatsangebot. Raspberry Cheesecake. So als ja. Nachtisch, sage ich Als mal. Ne? Nachtisch, genau. Okay, meine Lieben, schreibt es gerne mal rein in die Kommentare. Was ist euer Favorite? Seid ihr Team Macadamia oder seid ihr Team Chocolate Chip Chunk? Ich würde sagen, ja, du kannst dir gerne hier auch einen kleinen dazu holen zum Auf jeden Anstoßen. Fall, ja. Und dann ziehe ich mir die Handschuhe an und dann gehen wir in unsere zweite Challenge für heute und damit einen neuen Weltrekord, vielleicht sogar den größten Subway-Cookie aller Zeiten. meine Aller Liebe. Zeit. Ich hole aber meinen Cookie. Sehr gerne. Ja. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unseren XXL Subway Cookie. Wir haben Ja. jetzt beide mal im Verhältnis dazu einen normalen genommen. Du hast den Chocolate Chunk, Ja. ne? Und ich habe den Macadamia. Und weißt du was, meine Liebe? Wir gehen noch in die Challenge rein. Und ich würde sagen, probieren Ja. das erste Mal. Ich wünsche dir einen guten Hunger. Auf geht's in die legendäre Subway Cookie Challenge. Der größte Subway Cookie aller Zeiten. Eine Hälfte Chocolate, eine Hälfte Macadamia. Viel Spaß. Let's go. Lass dir schmecken. Danke dir. Ich habe schon angefangen. Oh, ja. Vor Wir der reden Challenge über angefangen. Cookies. Wir reden über Cookies. Du hast schon Hunger bekommen. Man kann nicht warten. Geil. Aber deine große werde ich nicht einfach. Nein, alles gut. Dann wünsche ich sag mal, guten Hunger, viel Spaß. Danke dir, wünsche Dir ich auch dir jetzt. auch. Dankeschön. Genieß das. Und ich bin mal gespannt, ob ich schaffe. Aber ich muss dir was erzählen Was denn? über die Subway's Cookies. Sag mal. Eine gute Subway's Cookie, Ja. die noch richtig gebacken ist. Der Rand muss dunkel sein Ja. und die Mitte Weich. muss weich. Okay. Wenn das nicht der Fall ist, Ja. Dann ist dann kein muss guter Subway Cookie. nochmal Schulung Ach, krass. machen. Ja. So muss ein Subway Cookie ist. Dann komme ich bei dir demnächst hin zur Schulung. Gerne. Weil ich sag mal, wenn wir den vielleicht jetzt schaffen, haben wir ja noch einige anderes vor. Immer gerne. Das erfahrt ihr am Ende. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, ob ich den schaffe. Ne? Dann hau rein Nein, und die viel März Spaß. gehört. Mein Cookie nehme ich mit. Gerne. Gehen wir rein. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Team Chocolate, Team Macadamia. Du darfst entscheiden, womit fangen wir an, die kleinen Fans. Wo soll ich erstmal probieren? Erstmal Macadamia oder erstmal Schoko? Soll ich erstmal das anfangen, was weniger, also wo dein Favorite oder dein nicht Favorite? Erstmal Schoko Chunky. Ja? Macadamia ist besser. Das Beste immer danach, ne? Also, da ist schon der erste WGM mit dabei. Wir gehen erstmal in den Chocolate rein, denn Macadamia soll besser sein. Reimt sich sogar. Wir gehen erst rein und das soll besser sein. Also, unser erstes Stück vom XXL Chocolate Chunk oder XXL Subway Cookie besser gesagt. Crunchy. Geil. Oh. Und der ist noch schön warm. Wisst ihr, was das Geile jetzt vor allem auch, dass der warm ist? Nicht nur, dass ich warme Cookies liebe, sondern was ich auch noch geil finde, dass dann dadurch natürlich auch noch hier, wie man es hier so ein bisschen sieht, diese Chocolate Chips, noch so ein bisschen diese Schokolade, man sieht's, so ein bisschen flüssig und weich ist. Meine Lieben, nebenan ist eine Tankstelle. Wenn es am Ende schwierig wird oder wir bräuchten eine kleine Hilfe, rennen wir rüber und holen uns so ein kleines Ben & Jerry's Eis vielleicht dazu und lassen das hier in der Mitte noch so ein bisschen drüber geben. Ich glaube, das könnte auch dreckig und wild werden. Aber Stand jetzt brauchen wir es nicht und wir gehen erstmal in unser Macadamia rein. Oh, schaut mal hier. Schaut es euch an. Kleines Riesenstück Macadamia. Tue ich mir gerade schwer, was mir wieder besser schmeckt. Hört ihr den Crunch-Faktor von außen? Eigentlich, glaube ich, muss genau so ein Keks sein, ne? Dass du sagst, du hast von außen oder so diesen knasprig Crunchy-Faktor. Und dann innen drin schön was saftig. Ist ja übrigens Mürbeteig. Für alle, die das interessiert, ne? Womit die ja hier die Subways machen. Ich glaube, den gibt es mittlerweile auch einen in der Hafer-Variante. Aber jetzt hier Basic, wie man sie kennt, Mürbeteig. Und jetzt werden wir das erste Mal richtig dreckig, denn das ist ja ein Cookie. Und wir nehmen uns jetzt mal in der Mitte das Juicige. Mal schauen, ob wir was zusammenbekommen und klatschen es zusammen und haben
ein Mix Macadamia, Juicy, Safty, Chocolate Chip aufeinander. Oh. Ach du Scheiße. Da kann ich nur den hier machen. Guck mal, was alles sagt. Oh, wow, wow. Man hat einfach wirklich diesen Mürbeteig-Geschmack. Dann seht ihr das hier. Die Chocolate Chips, Macadamia White. Wir gehen rein, reißen uns das nächste Stück ab, versuchen das ganze Teil auch zu schaffen. Let's go. Also meine Lieben, ihr seht, 12 Minuten sind wir dabei. Ich kämpfe mich jetzt wirklich so von links nach rechts, was den Cookie angeht. Ihr wurdet jetzt schon wieder mehrfach gefragt, welcher mein Favorite ist, welcher mir persönlich besser schmeckt. Ich glaube, es macht gerade einen Unterschied oder ich glaube, es macht einen Unterschied geschmacklich, wann dieser Cookie bekommt, wann man den Cookie bekommt und wann nicht. Weil, ich sag euch Real Talk, wenn der Cookie etwas, ich sag mal von außen und ein bisschen härter, glaube ich, ist, also ich sag mal nicht mehr warm, sodass die Schokostücke nicht mehr warm sind, so wie ich ihn jetzt aber hier frisch aus dem Ofen habe, glaube ich, ist es so, dass wenn man den quasi normal isst, wenn man den normal bekommt, ich sag mal frisch vom Tag, aber schon abgekühlt, dass, glaube ich, der Macadamia aufgrund des Macadamia-Kekses und der White Chocolate besser schmeckt, weil es ein bisschen fettiger, saftiger, dauerhaft noch bleibt. Aber man kann diesen ja auch hier als Foodlong bestellen. Das habe ich ja mal gemacht. Und dann kommen die auch noch mal frisch in den Ofen und werden warm gemacht. Und meiner ist ja jetzt auch gerade frisch aus dem Ofen gekommen. Der ist keine 15, 20 Minuten her, mit Abkühlung ein bisschen. Und dadurch, dass die Chocolate Chips dann noch weich sind, glaube ich, schmeckt der dann besser, weil du hast dann den weichen Schokokern noch. Und ich glaube, wenn es in die abgekühlte Richtung geht, glaube ich, ist der Macadamia der Favorite. So habe ich gerade so eigentlich meine Meinung. Weil das merke ich jetzt vor allem, wenn ich auch so ein bisschen schon den Rand esse, der schön crunchy ist. Aber da schmeckt mir persönlich der Rand einfach besser, von dem Macadamia schon. Wenn ich aber so in die saftige Keksteigmitte gehe, wo es noch schön warm und vor allem diese ganzen saftigen Schoko, noch, ich sag mal, ja, flüssigen Schokochips sind, gefällt mir die Schokoseite besser. Vielleicht ist das einfach der Key so bei dem Chocolate. Aber wie gesagt, schreibt es gerne rein, was euer Favorite ist, ob ihr den ganzen Argumentationen vorgeleisten könnt. Was ich auf jeden Fall vorgeleisten kann, ist, dass beide einfach geil sind. Und ich sag mal, diese XXL-Varianten einfach toll. Wir reißen uns zusammen, nochmal wieder schön hier was von der Seite ab, reißen uns hier wieder was schön von der Seite ab, machen uns wieder einen schönen Doppeldecker zusammengeklatscht und gehen wieder rein in unsere diesmal Triple Chocolate Macadamia Keks-Variante. Dreifach belegt. 22 Minuten on the clock und wir haben gerade echt versucht, mal hier und da ein bisschen Eis oder Milch zu besorgen. Bei der Tankstelle nebenan konnte man nicht leider weiterhelfen, bis die liebe Siem gesagt hat, ich habe doch noch Milch im Auto. Es ist leider die haltbare geworden, mag ich eigentlich nicht so gerne, aber ich glaube, eins tut gut und das ist jeder Schluck Milch, egal gerade wohin. Ich bin gespannt. Oh. Ach du Scheiße, ist das geil. Oh, schreibt es rein. Womit hättet ihr jetzt den Cookie gerne getrunken? Einige haben einen Kaffee geschrieben. Die ist schon halb leer. Schreibt es gerne rein. Womit hättet ihr jetzt gerne den Cookie oder was hättet ihr dabei gerne getrunken? Die Milch, die tat gerade richtig gut dazu. Halleluja. Also, ich hätte kein Glas gehabt, aber das hatte man nicht. Aber das tat schon gut. Aber schmeckt weiterhin gut. Wie gesagt, Cookie. Ich bleib dabei. Der Key ist wirklich, den jetzt warm zu essen. Vor allem mit der Schokoseite. Deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen außen, ich sag mal, wie so eine Art Pizzarand umgekämpft. Der ist jetzt weg. Und jetzt haben wir noch schön unsere matschige Seite innen drin. Ach, mit einem geilen, ich wollte schon gerade sagen, Glas Milch. Mit einem, ja, Liter Milch. Also, Support ist da. Glas haben wir bekommen. Geil. Die halbe Stunde brechen wir jetzt an, und was ich euch noch mal zeigen wollte, deswegen habe ich das kurz mal in die Mitte gelegt. Schaut mal an, jetzt hier mit diesem Chocolate Chip, wie viel Schokolade da drin ist. Deswegen sage ich ja, also was das jetzt angeht, in der Mitte mit so richtig viel Schokolade, bleibe ich dabei. Wenn es so ein matschiger Keksteig ist, warm, juicy, richtig weich, ist für mich der Chocolate Chip der Favorite. Wenn es in diese abgekühlte Variante geht, ist der Macadamia. Aber wirklich frisch, sage ich ja Real Talk, Chocolate Chip, das ist der Key. Aber dann schön weich und noch so leicht schmelzende Schokolade. Wir haben jetzt auch ein Glas bekommen und die Milch tut so gut. Meine Gott, tut die Milch gut. Ich würde sagen, auch wenn es haltbare ist, stellt euch mal vor, die wäre jetzt noch mal so richtig schön kalt, weil die ist ja mal nicht warm, aber jetzt auch nicht kalt. Dann haben wir den Liter auch leer gemacht, jetzt hier, glaube ich, gleich. Zumindest den ersten. Stellt euch vor, das wäre jetzt so frische Milch, keine haltbare Milch. Hat für mich immer noch einen Unterschied vom Geschmack her. Oh, und dann noch schön eiskalt. Oh, was Besseres gibt's doch gar nicht, oder? Nach 7,7 Kilo Currywurst, jetzt so ein Cookie und dann eiskalte Milch. Das Leben könnte schlechter sein. Meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen in die letzten Stücke rein.
Und schauen, dass wir das auch noch schaffen. Also meine Lieben, wir haben jetzt noch 38 Minuten haben wir jetzt um. Man sieht so auf dem ganzen Tisch diese Feuchtigkeit und das Fett vom Cookie. Wir gehen so in unsere letzten juicigen Hälfte rein. Hab jetzt schon 1 Liter von der Milch, die uns gebracht wurde, die ist schon weg und haben jetzt auch schon die zweite aufgemacht. Die tut gerade richtig gut. Wollte mit euch aber jetzt zusammen in die letzten matschigen, dreckigen Stücke gehen. Auch eine mächtige Angelegenheit, die kann man nicht anders sagen. Die Milch habe ich definitiv jetzt gebraucht und die tut so gut. Wie gesagt, auch wenn es die haltbare ist, dann wir definitiv nochmal von der neuen was reinkippen muss. Aber damit gehen wir auch in unser letztes Stück. Und gehen damit in unsere letzten Schluck Milch rein. Halleluja. Meine Lieben, boah, bin ich voll nach der Currywurst, boah, bin ich voll nach dem Cookie. Boah, hat die Milch gut, aber hat natürlich nochmal zusätzlich gesättigt. Ich denke mal, da waren jetzt auch nochmal 1,5 Liter Milch dazu, zu dem Cookie. Aber der Handschuh hat es nicht überlebt, aber und es war eine saftige Angelegenheit. Also, ich sag mal so, hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, damals den, Subway-Rekord hier zu brechen, lebenslang kostenlos Essen zu halten. Und jetzt das Ganze hier, ich sag mal, erstmalig auszukosten mit so einer XXL-Sonderanfertigung noch. Da danke ich Sie auf jeden Fall hier bei Subway in Oberhausen, dass wir das Erlebnis mal mitmachen durften. 60 Subway-Cookies ist damit jetzt unser Rekord. Den werden wir auf jeden Fall mal irgendwann nochmal toppen und nochmal einen größeren Cookie machen, denn das schreit auf jeden Fall nach mehr. Das schreit auf jeden Fall nach einer Wiederholung. Aber jetzt, meine Lieben, steht eins fest. Die Milch, auch die wird jetzt noch leer gemacht, denn damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen richtig, richtig süßen runden Abschluss. Oh, Das ist der Raspberry Cheesecake. das ist der, den du auch gerade mal frisch gemacht hast mit dem Richtig, XXL ist Raspberry noch Cheese. warm, also das wird der Das ist so ein richtig gut Monatsding, schmecken. ne? Als Das ist Nachtisch? eine Monatsaktion, ja. Sollen wir uns den teilen? Können wir machen. So, du machst meine Diät kaputt. Ich mach deine Diät kaputt. Du machst meine Diät kaputt. Du hast meine Diät fürs ganze Jahr kaputt gemacht. Wenn du einmal mit Cookies anfängst, dann kannst du nicht aufhören. Deswegen habe ich gerade Das auch ist die so ganzen schlimm. gegessen. Ich weiß. Ja, die sind so lecker. Also, ich danke dir erstmal für einen tollen Cookie. Immer gerne. Lass dir schmecken, ich bin gespannt. Die auch, oh mein Gott, ja. Boah. Das ist wirklich einmaliger Cookie. Ganz anderer Geschmack. Total anderes, ganz anderes. Ist noch saftiger. Boah. Der Aroma mehr. Du hast mehr Aroma drin. Ja. Ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was mir besser schmeckt. Ich glaube tatsächlich, dass auf Gesamt gesehen ich trotzdem den Macadamia und den Chocolate Chunk bevorzugen würde. Ja. Aber wenn du mal einen ganz anderen Geschmack willst, kann ich das verstehen. Ja, kannst du die Raspberry, aber die Macadamia ist die Boah. Nummer 1. Also das ist wirklich krasser Cheesecake mit Raspberry, ne? Also, meine Liebe, ich danke dir für ein tolles Erlebnis, Immer gerne, für ein tolles XXL-Cookie. immer gerne, das weißt du. Schreibt gerne rein, was ihr von uns als nächstes sehen wollt. Wir können das Ganze noch mal in die Länge ziehen. Oder was wir gesagt haben, mal so ein XXL Footlong Ja. Subway Sub oder so, ne? Da arbeite ich daran. Da arbeitet sie noch gerade dran, die perfekte Ja. Länge zu finden. Auch daran hast du jetzt lange gebraucht, Ja. dass der nicht bricht und so, ne? Richtig, Deswegen danke an dir. immer gerne. 60 Immer haben wir damit gerne. jetzt einen Rekord. Und ja, mal schauen, was uns als nächstes einfällt. Wie gesagt, All You Can Eat Das Ziel Subway könnt ihr hier immer jeden Samstag machen. Ja. 12 Stück liegt der Rekord. Und wenn er es schafft, kriegt er 12 Cookies. Ich hoffe, da kommt einer ja. und schafft den 12. Weil ansonsten muss ich die 13 wieder machen. Richtig, Ne? Und ja. das will sie unbedingt sehen. Bis jetzt warte ich auf diese Person. Ja. Also, meine Lieben, damit würde ich sagen, war es ein tolles Video. Gerne liken, abonnieren, teilen. Versucht das Ganze hier in Oberhausen abzuchecken und zu probieren. Bis Ja. zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Ne? Ciao, ciao.